Hallo, ich bin Oliver Hahnenkamp, 47 Jahre alt und manage eine Farm in Ungarn. Wir haben südlich von Balaton ca. 5000 Hektar. Gemischter landwirtschaftlicher Betrieb, würde ich sagen. Wir haben viele Rinder auf der Weide und daneben auch natürlich Ackerbau. 5000 Hektar, wie gesagt. Und wir bauen hauptsächlich an Marktfrüchten, Mais, Sonnenblumen, Raps und Weizen an, daneben ein bisschen Soja und natürlich auch Futterfrüchte für unsere 4000 Rinder. Ja, ich bin Landwirt geworden, weil ich nach der Schule ein Jahr Zivildienst gemacht habe und das ausgerechnet auf einem landwirtschaftlichen Betrieb mit viel Gemüsebau. Das hat mir einfach viel Spaß gemacht und das war der letzte Punkt, nachdem ich meine Jugend schon auf dem Hof meiner Oma, meines Onkels verbracht habe, größtenteils, hat mich das dann dazu bewogen, Landwirt zu werden. Ich wollte nur mal sehen, inwieweit stabil zum einen die Hardware läuft und zum anderen die Software läuft. Das war eigentlich das, warum ich mich beworben habe, dass auf unserem Betrieb eine Maschine läuft, die eine Lösung darstellen kann, um in Zukunft noch selektiver Pflanzenschutz zu betreiben. Und mehr Erwartungen hatte ich eigentlich nicht. Ich wollte einfach gucken, ob die Systeme stabil laufen. Die Situation bei uns in Ungarn ist ja so, dass wir im Gegensatz zur deutschen Anwendung in Rüben vor allem, wo die Maschinen laufen, dass wir Soja, Sonnenblumen und Mais haben, wo wir eine Herbizidbehandlung mit blattaktiven Mitteln eigentlich fast standardmäßig durchführen. Und dort ist es eben so, dass gerade in den zweikeimblättrigen Kulturen Sonnenblumen und Soja die Mittel schon sehr teuer sind. Und dort die Herausforderung ist, zweikeimblättrige Pflanzen aus zweikeimblättrigen Kulturen rauszuspritzen. Und da ist die Möglichkeit, das in Reinkulturen zu machen, zum einen ein großer wirtschaftlicher Vorteil, denn die Bedeckung dieser Unkräuter, wie zum Beispiel Ambrosia, ist bezogen auf 1 Hektar oftmals nur bei, ich sage jetzt mal, 10–15%. Und dementsprechend ist das Potenzial der Einsparungen sehr hoch. Alles hilft uns dabei, unsere Arbeit noch präziser und schneller zu erledigen. Denn es ist so, die Betriebe wachsen ja, es scheiden Leute aus der Landwirtschaft aus, Mitarbeiter werden weniger und für uns als Betriebsleiter ist es eben so, dass wir noch mehr Fläche betreuen müssen. Und wenn wir da Lösungen haben, die uns helfen, Entscheidungen zu treffen in der Fläche, dann ist das immer ein Vorteil für uns. Dann haben wir mehr Zeit, andere Sachen zu tun. Die Smart Spraying Solution hat mir geholfen, auf jeden Fall den Aufwand an Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren. Man muss wissen, wir sind ein tierhaltender Betrieb, wir haben eine relativ hohe Unkrautdichte in der Fläche. Das heißt, das Einsparpotenzial ist nicht so riesig hoch. Wir haben verschiedene Versuche gemacht, Bodenherbizid komplett wegzulassen, nur zweimal zu spotten. Das hat funktioniert beim ersten Mal mit weniger Einsparungen im Bereich von 5%, aber beim zweiten Mal, wo wir als Betrieb vollflächig gefahren werden, gab es Einsparungen zwischen 30% und 60%. Also wir haben Flächen, die haben eine Größenordnung zwischen 20 und 100 Hektar. Da kannst du nicht jeden Tag, vor allem im Mai, drüber laufen und gucken, was da ist und wo das ist. Es hilft vor allem eine Unkrautverteilung, eine Dichte der Unkrautverteilung einzuschätzen und sich selbst zu bestätigen oder die Aufmerksamkeit darauf hinzulenken, wo man sich in Flächen noch vielleicht was mit dem eigenen Auge angucken sollte. Und dazu hilft es natürlich, da muss ich nicht erst mit einer Drohne fliegen, was noch einmal eine ganz andere Welt ist, denn die Maschine sieht ja wirklich jeden Quadratmeter. Die Technik und die Software hat mich überzeugt. Also es war so zuverlässig, dass ich schon sehe, dass das eine Zukunft hat. Ich sehe auch deshalb in Bezug auf den Green Deal eine Zukunft, weil es einfach ganz transparent zeigt, wie viel man einsparen kann. Sie erleichtert uns die Arbeit sehr, sehr stark, weil sie sehr viel öfter entscheiden kann, als wir selbst als Landwirte. Wir entscheiden für das eine Feld, wenn wir rausfahren ohne Smart Spraying Solution.
Die Maschine selbst entscheidet auf diesem Feld 100.000 Mal, ob sie die Anwendung nun macht oder nicht macht, und sie entscheidet in diesem Moment, und das ist auf jeden Fall viel, viel besser, als wir das jemals machen können. Das ist das Hauptfeature für mich. Ja, das ist das Hauptfeature. Natürlich sparen wir da Geld damit. Und der dritte Punkt ist, wenn wir das automatisiert dokumentieren können, dann haben wir einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht.